und nicht irgendeine Staatsanwaltschaft. Das Schreiben, das ich erhalten habe, kommt von der Staatsanwaltschaft Göttingen. Also von den Leuten, die es lustig finden und die darüber lachen, wenn Bürger für ihre freie Meinungsäußerung Hausdurchsuchung bekommen. Frau Behrendt, ich möchte Sie hier unterbrechen, weil... Ich habe kein Verbrechen begangen und ein Verbrechen wäre es, jetzt zu schweigen. Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass die Staatsanwaltschaft unseren Einsatz für den Kinderschutz bekämpft. Frau Behrendt, Hey Leute, willkommen in der Realität. Das Mikrofon aus, genau in dem Moment, als Vanessa Behrendt ihr Verbrechen offenlegt. Das kann doch kein Zufall sein. Eine Staatsanwaltschaft, die gegen sie ermittelt, weil sie die Regenbogenideologie kritisiert. Gleichzeitig bleibt eine fragwürdige Webseite unberührt. Und dann noch diese Staatsanwaltschaft aus Niedersachsen, die sich über Bürger lustig machen, die für harmlose Posts Hausdurchsuchungen erleiden mussten. Warum darf sie nicht reden? Warum dieser Maulkorb? Was hier im Landtag passiert, ist ein Skandal und genau das schauen wir uns jetzt an. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt unbedingt in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Auf geht's! Vielen Dank, Frau Präsidentin. Was hier passiert, ist ein Skandal. Vor 3 Wochen habe ich einen Antrag gegen Pädophilie und pädophile Lobbyarbeit eingebracht. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen mich. Nicht, weil ich für Kindersexpuppen oder für KI-Kinderpornos geworben hätte, sondern weil ich es gewagt habe, die Regenbogenideologie zu kritisieren. Die Webseite der Pädolobby, die ich in meinem Antrag erwähne, ist nach wie vor online. Mein Tweet dagegen wurde gelöscht und nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen mich. Und nicht irgendeine Staatsanwaltschaft. Das Schreiben, das ich erhalten habe, kommt von der Staatsanwaltschaft Göttingen. Also von den Leuten, die es lustig finden und die darüber lachen, wenn Bürger für ihre freie Meinungsäußerung Hausdurchsuchung bekommen. Frau Behrendt, ich möchte Sie hier unterbrechen, weil es geht ja auch hier um einen Antrag und ich bitte Sie jetzt zu dem Antrag und nicht zu dem verlaufenden Verfahren zu sprechen. Die 60-Minutes-Reportage darüber ging viral und sorgte weltweit für Entsetzen. Doch ich verspreche Ihnen, ich werde mich von der Staatsanwaltschaft Göttingen genauso wenig einschüchtern lassen wie Frau Behrendt, ich habe das doch gerade, glaube ich, klargestellt, dass ich Sie jetzt gerade bitte, zum Antrag zu sprechen. Ja, dazu spreche ich, Frau Präsidentin. Bitte. Ich habe kein Verbrechen begangen und ein Verbrechen wäre es, jetzt zu schweigen. Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass die Staatsanwaltschaft unseren Einsatz für den Kinderschutz bekämpft. Frau Behrendt, okay, jetzt... Bitte schön, es ist jetzt Wir als AfD Niedersachsen haben einen Flyer herausgegeben mit dem Titel Kindheit unterm Regenbogen. Wir warnen Eltern darin vor kruden Sexualkonzepten und Doktorspielräumen in Kitas. Wir zeigen, welche Flagge Pädophile als Erkennungszeichen nutzen. Wir klären über die medizinischen Gefahren von Gender-OPs auf. Wir erinnern, dass es nur 2 Geschlechter gibt. Und wir fragen, warum Drag Queens vor Kindern auftreten, aber nicht in Flüchtlingsheimen oder Moscheen. Die Empörung war riesig und wir wurden angezeigt. Volksverhetzung, wie können die nur? Viele haben über die Ermittlungen berichtet, doch was dann später kaum jemand gedruckt hat, an diesem Flyer war nichts, aber auch rein gar nichts strafbar. Kinderschutz ist keine Volksverhetzung, meine Damen und Herren. Vor ziemlich genau einem Monat stellte ich dann von diesem Rednerpult aus fest, dass niemand hier im Raum abgetrieben wurde und sprach sie mit Liebe Überlebende an. Dafür ermahnte mich Landtagsvizepräsidentin Frau Otte Kienast von der CDU. Frau Überlebende, das geht so gar nicht, sagten sie. Frau Behrendt, ich möchte, Frau Behrendt, nein. Genau, wenn ich Sie anspreche, bitte ich Sie auch kurz innezuhalten. Das sind die Regeln, die wir hier in dem Parlament haben. Und einmal kurz zuzuhören
Und es ist auch nicht der Ort, sich für einen Ordnungsruf zu rechtfertigen. Dass, wenn Sie da Interesse daran haben, wenden Sie sich bitte an eine andere Stelle, dann können Sie sich beschweren. Reden Sie jetzt bitte wieder zu Ihrem Antrag. Sonst riskieren nicht Sie entscheiden hier, sondern hier entscheide jetzt ich. Und ich bitte Frau Behrendt jetzt zum Antrag weiter auszuführen. Also um das einmal klarzustellen, ich werde mich mitnichten für diesen Ordnungsruf oder die Ermahnung rechtfertigen oder entschuldigen. Ich wollte Ihnen einmal nur vor Augen führen, und das ist auch Bestandteil meines oder unseres Antrages, als sich die SPD mit ihrem eigenen abwertenden Wortlaut ihrer Jugendorganisation konfrontierte, die Menschen als Zellhaufen bezeichnen, erhielt ich dafür einen Ordnungsruf. Das alles gehört natürlich zum Kinderschutz mit dazu. Das muss man aber verstehen, um dem folgen zu können. Und selbstverständlich würde ich, wie es hier Sitte ist, auch nie die Entscheidung des Präsidiums kritisieren, indem wir trotz 11% der Stimmen keinen Platz haben. Ich stelle nur fest, inzwischen haben weit über 10.000 Menschen eine Petition auf Citizen Go unterschrieben mit dem Titel »Keine Ordnungsrufe gegen den Lebensschutz«. Dürfte ich zur Öffentlichkeit sprechen und nicht nur zu den Abgeordneten, würde ich mich für die unglaubliche Solidarität bedanken und hoffen, dass keiner über 10.000 Menschen dafür eine Hausdurchsuchung bekommt. Unser Antrag gegen Pädophilie indes wollten Sie im Ausschuss nicht einmal diskutieren. Zur Erinnerung, Anlass war, dass pädophile Aktivisten Einfluss auf den Landtag nehmen wollten, die Regierung ihre Narrative übernahm und die Pädos das loben. Ich rief Sie alle auf, sich gemeinsam mit uns gegen die Pädophilen zu stellen und das unmissverständliche Signal zu senden. Die Fraktionen im Landtag stehen geschlossen gegen jede Verharmlosung der Pädophilie, deren Legalisierung oder das Lobbyinteresse, Pädophile unter den Schutz des Gleichstellungsgesetzes zu stellen. Sie wollten das nicht und werden unseren Antrag hier heute ablehnen, SPD, Grüne und CDU. Ich kann Ihnen nur sagen, ich werde heute Abend trotz Ermittlungsverfahren gut schlafen, denn mein Gewissen habe ich noch. Ja. Also ich verbitte mir solche Zwischenrufe. Schande wird man noch sagen dürfen. Nein, ich verbitte mir das wirklich mir gegenüber. Was hier in Niedersachsen abgeht, ist einfach unfassbar. Da steht eine Abgeordnete der AfD, Vanessa Behrendt, im Landtag und will über ein brisantes Thema sprechen. Pädophilie und den Schutz von Kindern. Ein Thema, das jeden von uns etwas angeht. Doch was passiert? Kaum spricht sie aus, dass gegen sie wegen ihrer Kritik an der Regenbogenideologie ermittelt wird. Zack, wird das Wort entzogen, Mikro aus, Diskussion beendet. Und jetzt kommt's. Die Staatsanwaltschaft, die gegen sie vorgeht, ist genau dieselbe, die in einer Reportage breit grinsend darüber gelacht hat, wie bei normalen Bürgern Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden, wegen harmloser Social-Media-Posts. Man stelle sich das mal vor. Menschen haben Angst, weil sie wegen eines einzigen Kommentars Besuch von der Polizei bekommen. Und die, die das anordnen, finden es witzig. Und genau diese Leute ermitteln jetzt gegen eine Abgeordnete, weil sie sich für Kinderschutz stark macht. Wer hier noch an einen Rechtsstaat glaubt, der sollte dringend aufwachen. Warum darf sie nicht reden? Warum will man ihre Worte nicht hören? Weil sie einen wunden Punkt trifft? Weil es unbequem ist? Weil es unüberhörbar macht, was sonst lieber totgeschwiegen wird? Leute, betroffene Hunde bellen und hier bellt es gewaltig. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ist das noch Demokratie oder schon etwas ganz anderes? Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und teilt dieses Video, damit es jeder sieht. Bis zum nächsten Mal.